Willkommen zurück zum Join Videoblog. Ich bin Lea. In unserem heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie unsere Prozessmanagement-Software Qwam aufgebaut ist und wie ihr damit eure komplexe und verstrickte Prozesswelt darstellen könnt. In unserem letzten Video haben wir uns ja damit beschäftigt, warum es so wichtig ist, ein aktives Prozessmanagement zu haben. Und wenn ihr jetzt anfangt, eure Prozesse zu dokumentieren und niederzuschreiben, dann werdet ihr schnell merken, dass die Prozesse selbst hochkomplex sind und dass es zahlreiche Verstrickungen zwischen den einzelnen Prozessen gibt. Es muss also im Prozessmodell immer wieder Referenzierungen und Verlinkungen zwischen den einzelnen Prozessdiagrammen geben. Und wenn man sich einmal mit den Prozessen beschäftigt, dann kann man es auch gleich richtig machen und noch alle zusätzlich für den Prozess relevanten Informationen mit an das Prozessdiagramm anhängen. Zum Beispiel, wer für die einzelnen Prozessschritte verantwortlich ist, welche IT-Systeme verwendet werden, ob Ressourcen dabei zum Einsatz kommen oder ob Gesetze beachtet werden müssen. Es ist also kaum mehr möglich, all diese Informationen darzustellen, wenn man sich keine Unterstützung durch ein IT-System holt. Und genau das ist Qwam. Qwam soll euch dabei unterstützen, eure Prozesse und alle damit in Verbindung stehenden Informationen sinnvoll abbilden zu können. In unseren Projekten hat sich dieses Datenmodell zunehmend auch um ausgefallene Ideen erweitert. Zum Beispiel haben wir mit einigen Kunden eine Kompetenzmatrix im Qwam entwickelt, die an jedem Prozess zeigt, welche Kompetenzen für die Durchführung des Prozesses benötigt werden. Dadurch, dass im Qwam alle Entitäten miteinander verbunden sind, sieht man, welche Rolle diese Kompetenzen braucht und auch welcher konkrete Mitarbeiter infolgedessen die Kompetenzen bzw. die Qualifikation benötigt. Außerdem gibt es eine DSGVO-Erweiterung für das Qwam, die im Kontext des Datenschutzes ermöglicht, das Verfahrensverzeichnis abzubilden. Sie hängt quasi an jeden Prozess die dabei verarbeiteten Daten an und zeigt auch gleichzeitig, wo sie gespeichert werden und wie lange. Zusätzlich kann man an dem Prozess auch noch Chancen und Risiken, Verbesserungspotenziale, Prozesskennzahlen und vieles mehr anhängen. Der Kreativität und den Anforderungen sind an dieser Stelle also kaum Grenzen gesetzt. Und der entscheidende Vorteil dabei ist, dass im Qwam alle Informationen zusammen gebündelt sind. Es muss also keine doppelten oder redundant erfassten Daten mehr geben, sondern es gibt eine zentrale Wissensbasis, das Qwam. Das Datenmodell vom Qwam funktioniert so. In den meisten Unternehmen werden die einzelnen Informationen separat voneinander dokumentiert. Es gibt zum Beispiel eine Auflistung aller IT-Systeme, die von der IT gepflegt wird. Außerdem wird in der Personalabteilung ein Organigramm erstellt, was eine Auflistung aller bestehenden Abteilungen und auch der Mitarbeiter zeigt. Gegebenenfalls gibt es auch schon Dokumentationen zu einzelnen Prozessen, die wiederum separat davon dokumentiert werden. Qwam verbindet nun diese einzelnen Sichten zu einer Gesamtsicht und zeigt dadurch Verbindungen auf, die vorher nicht erkannt werden konnten. Dadurch wird zum einen der Dokumentationsaufwand deutlich gemindert, da keine Daten redundant erfasst werden müssen. Andererseits entsteht ein komplexes Metamodell, das die Organisation als Ganzes wiedergibt, aber trotzdem für unterschiedliche Stakeholder mit ihrem spezifischen Informationsbedürfnis auswertbar ist. Mit Qwam kann ein Unternehmen also das gesamte im Unternehmen befindliche Wissen bündeln und so eine breite Wissensbasis aufstellen. Durch die Verknüpfung der einzelnen Bestandteile des Wissens kann dadurch ein immenser Wert geschaffen werden. So, und mit dieser Erkenntnis verabschieden wir uns und freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald!